Reaktion. Ja, lasst uns auf Thüringen gucken. Das ist nämlich das Entscheidende. Genau, da haben wir eine erste Reaktion von Mario Vogt von der CDU. Hören wir mal rein. Ja, herzlichen Dank für den freundlichen Applaus. Das ist aber ein Applaus, der an uns alle geht. Wir haben gekämpft in den letzten Wochen und gemeinsam haben wir es geschafft. Die CDU ist zurück als die stärkste Kraft der politischen Mitte. Rot-Rot-Grün ist abgewählt. Schön, dass ihr alle mitgemacht habt. Ich danke allen Wählerinnen und Wählern, allen Helfern, allen Unterstützern der Bundespartei Friedrich Merz, Markus Söder, die in den letzten Wochen gemeinsam mit uns gekämpft haben, dafür, dass wir hier in Thüringen und in Sachsen als CDU wieder zulegen. Und ich will auch Michael Kretschmer gratulieren. Sachsen und Thüringen, die CDU hat geliefert. Das Wahlergebnis bleibt trotzdem eine politische Herausforderung. Und wir begreifen das als CDU auch als Chance für den politischen Wechsel unter der Führung der CDU. Und wir werden jetzt auch die Gespräche dazu führen, dass es in Thüringen eine vernünftige Regierung gibt unter Führung der CDU. Das gehen wir an. Kandidat in Thüringen mit einer ersten Reaktion. Und er hat die Herausforderung, Robin, schon angesprochen, wenn es jetzt um die Regierungsbildung geht. Ich hatte am Freitag Gelegenheit, mit Björn Höcke zu sprechen. Und der hat gesagt, auf die Frage nach Koalitionsbildung und Ähnlichem, es sei gute parlamentarische Geflogenheit. Die stärkste Kraft bietet Koalitionsgespräche an. Die CDU ist nicht die stärkste Kraft. Was glaubst du, wer wird da jetzt mit wem reden können überhaupt? Naja, der Höcke kann anbieten, aber da kriegt er keine Antwort. Und deshalb ist es dann bei Vogt. Und Vogt wird mit dem BSW sprechen müssen. Und ich hatte ja gerade angeraten, nicht alles zu glauben, was auf AfD-Wahlpartys erzählt wird. Ich rate auch nicht alles zu glauben, was die CDU erzählt, weil so ein toller Sieg, wie er getan hat, ist das natürlich nicht. Er dachte, Ramelow ist Toast und er kann Höcke herausfordern. Er schafft ein Duell mit Höcke. Und jetzt ist Höcke doch ziemlich deutlich vorne. Ja? Also das hat nicht so geklappt, wie die sich das gedacht haben. Also in Thüringen liegt die CDU ungefähr 6 Punkte unter dem Durchschnittsergebnis der CDU bundesweit. Das ist kein Sieg. Da kann man nicht applaudieren, da kann man auch nicht viel mit anfangen. Er wird natürlich versuchen, eine Koalition draus zu machen, aber ein Erfolg ist es nicht. Aber wird er tatsächlich sich darauf einlassen, eine Koalition dann zu bilden in Thüringen mit Sarah Wagenknecht, dem BSW und Bodo Ramelow, weil die braucht er? Er schafft das nicht alleine mit dem BSW. Ja Gott, er wird mal mit denen reden. Der Zug zur Macht ist so stark und der Machtwille ist so stark, dass sie alles Mögliche bereit sind zu schlucken. Aber wie soll das funktionieren? BSW, dass die Linkspartei gesprengt hat und dann die Linkspartei... Ja, die Frage ist ja auch, wie teuer das BSW sich die Brandmauer abkaufen lässt. Also dafür, dass die AfD außen vor bleibt, haben die ja die besten Karten. Andererseits muss sich der Wähler doch auch ein bisschen gefrotzelt vorkommen, wenn er eigentlich BSW wählt und dann eine Regierung bekommt, wo alle wieder drin sitzen. Also von links bis CDU. Und die CDU-Wähler sind genauso enttäuscht, weil die wählen die CDU für eine offensichtlich schon Mitte-Rechts-Politik, wie sie ja jetzt auch im Bund von Friedrich Merz wieder echt beschallt wird und passt ja alles. Und dann kriegen sie Sarah Wagenknecht, die Linke. Und also, Sarah Wagenknecht kriegen sie ja eben nicht. Ja, wie soll das überhaupt zusammengehen, rein politisch, wirtschaftlich? Das Interessante ist doch, in Thüringen, die Spitzenkandidatin heißt Katja Wolf. Und die ist seit Jahr und Tag Bürgermeisterin in Eisenach gewesen. Jetzt nicht mehr, genau. Und alle haben gesagt, eigentlich eine Pragmatikerin. War auch nie auf dem Wagenknecht-Flügel, war auf dem anderen Flügel. So, und mit der könnte doch Vogt... Ich meine, die haben auch so Sachen im Programm stehen wie wieder ordentlich lesen und schreiben lernen in der Grundschule. Wer wäre dagegen? Ja. Aber ist die Frage, was Sarah Wagenknecht dann aus dem Saarland ihnen reinruft? Ja, die hat sie angedroht. Das ist ja das Interessante. Sarah Wagenknecht sagt, die Thüringer Landesregierung soll sich dagegen aussprechen, dass amerikanische Raketen in Deutschland aufgestellt werden. Ja? So, also,
und gegen Waffenlieferungen an die Ukraine. Also da könnte man, ja, das ist ja fast Feuilleton. Das wird alles nicht in Thüringen entschieden. Ja, das stimmt schon, aber das kann die CDU natürlich unmöglich auf dem Papier schreiben und unterschreiben. Genau, das das geht ist überhaupt sehr nicht. spannend, wer... Deshalb hat sie es ja auch gemacht. Aber wenn jetzt, ist ja auch die Frage, wer führt jetzt die Verhandlungen? Frau Wolf ist die Spitzenkandidatin oder fliegt Frau Wagenknecht ein? Mit welchem Mandat? Sie war zwar auf jedem Plakat, aber sie ist ja nicht im Landtag. Als Berater. Sie hat sich in Thüringen aber auch sehr engagiert, Tatjana, oder? Sarah Wagenknecht, muss man sagen. Nicht nur das, sie ist halt auch wirklich, also auf den Wahlveranstaltungen, auf denen ich gewesen bin, ist sie halt auch extrem umjubelt gewesen. Und wenn du mit den Menschen gesprochen hast und hast sie auch gefragt, zum Beispiel nach Katja Wolf, dann kriegst du als Antwort, ja, patente Frau, aber die Sarah. Die Sarah ist toll. Ja. Sarah Ja, gut, über das alles Ding heißt bei nicht ihr. umsonst so. Also das ist Ja, ja auch aber die total Frage ehrlich, wird ja. halt auch über kurz oder lang sein, wird Katja Wolf überhaupt eine eigene Machtposition bilden können gegen eine Sarah Wagenknecht? Wird Kann die sie sich nicht. zurücknehmen können? Kann sie nicht. Aus Sarah Wagenknechts Sicht darf ja Katja Wolf keine Kompromisse machen, die sie nicht eingehen würde. Da ist ja das schöne Projekt BSW gleich wieder kaputt. Also sie muss schon ihre prorussischen, antiamerikanischen Affekte in irgendein Papier reinschreiben können. Sonst hat das keinen Sinn aus ihrer Sicht. Und deshalb würde ich vermuten, dass sie zu den Verhandlungen selber einfliegt und die selber führt. Es ist zu wichtig für die Partei. Es sind die ersten Koalitionsverhandlungen. Aber was heißt das jetzt, Robin, für Mario Vogt, der immer wieder betont hat, wir entscheiden in Thüringen selbst. Es geht um Thüringen. Oder kann Friedrich Merz in Berlin erzählen, was er will und Generalsekretär Lindemann auch? Also hat er wirklich diese Hoheit? Nein, Eventuell was also zu die entscheiden. Ansage von Merz ist nicht mit der AfD und die teilt Mario Vogt, weil der weiß, wer Björn Höcke ist. So, und dann hat die CDU ja in ihrem Programm stehen, auch nicht mit der Linkspartei. Und das würden sie gerne diskret unter den Tisch fallen lassen, aber man erinnert sich ab und an daran. Und jetzt ist natürlich die große Ironie, dass der BSW ja ein Spross der Linkspartei ist, aber der steht natürlich nicht im Programm. Deshalb gibt es da de facto keinen Ausschluss. Ja? Ja, und wer sagt denn, dass Bodo Ramelow nicht als Minister in einer solchen Regierung dem Land zuliebe, um da eine stabile Regierung zu bilden, nicht dort dienen könnte, neben Das hat er BSW-Leuten? direkt ja angekündigt. Neben BSW-Leuten, natürlich geht das alles.